Hallo, heute sind wir im Loro-Park. Heute von dieser interessanten kleine Forschung haben wir anderen Federn. Vorher haben wir geguckt von Psittaculas, haben wir geguckt auch von Aras, aber heute haben wir eine Sammlung von Federn von Amazonen. Die sind ähnlich, von Flügel haben einigen viel Rot, das ist sehr schön und interessant. Die kleinen, normalerweise die Amazonen, die kommen von Karibe, sind so mit schöner Farbe. Einigen können wir wissen, welches Männchen und Weibchen, wenn mehr Rot hätten in dieser Federn, und die Gattung können wir auch wissen, das ist interessant. Aber wie können wir sehen mit diesem schwarzes Licht? Was sehen die Papageien? Das wissen wir nicht, aber die gucken oder sehen nicht, kriegen nicht die gleiche Information wie uns von den Vögeln. Normalerweise grün ist grün, blau ist blau, aber nicht immer. Mal sehen, was passiert, weil wir haben alle Farben hier und die meisten von Flügeln, aber haben wir auch Beispiel von Federn, die sind Coverfeder, die sind drin, die haben diese Pflaumen hier und die können ein bisschen anders sein. Das ist die Bedeutung. Warum machen wir diese Sammlung? Okay, ich denke, dass ich habe auch in einer anderen Seite, weil es gut zu sehen mit Licht, zum Beispiel von Blaukelara, von Blaulatz-Ara, Ara glaucocularis, die ist ähnlich wie die Gelbbrust-Ara, aber ist nicht gleich, hat ein bisschen grün, blau und schönes Gelb hinten. Ne? Die anderen von Gelbbrust-Ara sind schwarz hinten. Ist ein Unterschied. Dann haben wir großen Soldaten-Ara, die sind ähnlich wie die Militär-Ara, die Soldaten-Ara, die normale. Hier sind orange, ist ein sehr schönes Unterfedern. Von den Soldaten-Ara, ganz ähnlich, kleiner. Und hier, die sind sehr ähnlich. Aber können wir erklären den Unterschied. Mit Gelb hinten, das ist sehr interessant, weil wir haben eine Gelb, das ist Gelbbrust-Ara, und dieses die sieht sehr ähnlich aus, ist rot hinten. Die sind die von den grünen Zügel-Ara. Blau vorne und hinten rot. Und dieses ist ein bisschen dunkler als die anderen, ist mit schwarz hinten, das ist Hyacinth-Ara. Guck mal, der Unterschied von diesen zwei, sind blau, aber hinten. Und das ist ein System sehr wichtig, weil einigen Mal diese Federn sind von Bedrohtarten und die brauchen auch Papiere. Viele Leute wissen das nicht, aber ein Stück von einem Vogel, ein Stück von Eierschale oder so, braucht Papiere auch. Dann ist ganz wichtig, in einem Flughafen oder so, wenn jemand macht etwas von Traffic, die Leute da müssen das wissen, den Unterschied von jeder Feder. Und das ist nicht einfach, das ist etwas, die wissen nur die Experten, die arbeiten viel mit diesen Federn. Okay, dann können wir anfangen und können wir sehen, was passiert mit dem schwarzen Licht und die ganze Amazonen-Kollektion Federn, die steht vorne uns jetzt. Okay, und jetzt, was vorher war grün, direkt für Source Media, haben wir etwas interessant. Was grün war, ist nicht mehr grün, ist violett, dunkelviolett, sehr, sehr schön. Und blaulich, was rot war, ist jetzt pink oder pinkisch. Normalerweise die sind die Federn von hier, von Schulter, von einigen schönen Amazonen wie die Pracht-Amazon oder Tucumán-Amazon, die haben auch dieses. Und
Guck mal, diese die sind grün oder grünisch, gelbisch oder gelb und grün, wie pink sind. Das ist unglaublich. Und guck mal, diese, die haben so viele Farben mit Rot und Gelb und ist absolut anders. Definitiv, die Vögel sehen absolut anders als uns und die Reflexion von Licht ist ganz, ganz wichtig. War grün, aber im Basis sieht aus als violett. Komisch, die war rot, gelb und grün und jetzt ist in dieser Farbe absolut anders. Wenn wir alle die und die war vollfarbig und jetzt hat noch ein bisschen gelb, aber ist absolut anders. Und alle grün, die war komplett grün von Vögel wie die Amazona farinosa, die Mel Amazon. Und guck mal, wie dunkel sind in dieser Farbe und schwarz hinter. Das ist unglaublich. Alles was sieht grün, jetzt ist absolut blau. Ich weiß nicht, ob wir können filmen, wir machen weg jetzt und ohne Licht. Die Farbe ist absolut anders. Mach das Licht bitte jetzt. Hier, noch oben. Ha. Ist unglaublich, ist absolut anders. Und okay, wir haben schon gesehen, in anderen Programmen haben wir geguckt, die langen Federn von den Aras, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, diesen Unterschied von den verschiedenen wieder zu sehen. Aber jetzt mit den Federn von Blau Lazara, von Bolivien, die normalerweise immer sind gelb hinten, aber guck mal, mit diesem Licht ist wieder violett. Grün, gelb gibt es nicht mehr. Und vorne oder draußen bleibt dieses Blau. Für die großen Soldaten Ara hinten nicht orange, ist dieser rosa, schönes Fleck von rosa, außer und drin ist dunkel orange oder etwas so. Okay, die bleiben aber von Soldatenara, kleiner Soldatenara, ähnlich, ganz ähnlich, ist fast das gleiche. Und sehen wir jetzt mit der Gelbbrust, gelb hinten, blau oben, aber sieht sehr, sehr ähnlich aus als ein Hyazinth-Ara. Aber der Unterschied ist schwarz und gelb. Aber dieses Schwarz mit Violett hier ist schön. Und von Grünzügel-Ara, die meisten Federn sind rot, aber die von Flügel sind rot hinten und blau draußen ist dunkelblau. Okay, das ist, was wir haben in dieser Teil gesehen und das ist sehr, sehr interessant und wir machen noch weiter. Wir kommen mit anderen Federn von anderen Gruppen, anderen Gattungen von die verschiedenen Papageien. Bis gleich! Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergisst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.